Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir einen leckeren und sehr einfach herzustellenden Kuchen her, der ohne Mehl und ohne Zucker auskommt. Ein ketogener, kohlenhydratarmer Kuchen, den man beschwingt und ohne schlechtes Gewissen verzehren kann. Und wie einfach der herzustellen ist, das zeige ich euch jetzt inshallah. Zuerst werden wir 6 Bio-Eier trennen, denn wir benötigen sowohl das steif geschlagene Eiweiß als auch das Eigelb, welches wir mit anderen Zutaten dann vermengen werden. Bevor wir die Eier bearbeiten, werden wir erstmal kurz Wasser noch auf dem Herd erhitzen, darein eine Schüssel geben und in diese Schüssel kommen jetzt diese Stevia Schokodrops und Bio-Weidebutter. Diese beiden Zutaten werden dann in diesem Wasserbad hier jetzt zum Schmelzen gebracht. Und sobald dann die Schokolade eine schöne Konsistenz erreicht hat, wie wir das jetzt hier sehen, dann können wir die Schokolade aus dem Wasserbad entnehmen und zur Seite stellen. Und dann werden wir jetzt mit den Eiern weiter verfahren. Und dazu geben wir eine Prise Himalaya-Salz hier zu dem Eiweiß und dann wird das Eiweiß zu steifem Eischnee geschlagen. Damit der Eischnee wirklich ganz steif wird, ist es eben wichtig, dass man beim Trennen der Eier darauf achtet, dass nichts von dem Eigelb in das Eiweiß kommt. Das Eiweiß darf also auf gar keinen Fall mit etwas von dem Eigelb verunreinigt werden sozusagen, weil es in dem Fall dann mit dem Steifschlagen nicht mehr klappen würde. So, jetzt haben wir das Eiweiß richtig schön steif geschlagen. Jetzt wenden wir uns dem Eigelb zu und fügen Xylit hinzu und auch noch einen Esslöffel Bio-Kakao. Und jetzt wird das alles wieder ganz gründlich mit dem Schneebesen geschlagen, bis wir eine richtig cremige Konsistenz erreichen, wie wir das jetzt hier sehen. Und sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist, kommt dann die geschmolzene Schokolade hinzu. Die sollte natürlich zu dem Zeitpunkt nicht mehr heiß sein, sondern einfach nur noch lauwarm. Denn das Ei soll ja nicht jetzt schon gebacken werden, sondern erst später im Ofen. Und sobald dann diese beiden Zutaten richtig schön mit dem Schneebesen vermischt wurden, dann sieht es so aus, wie wir das jetzt hier sehen. Und dann kommt das Eischnee hinzu, und zwar nach und nach. Nicht alles auf einmal. Wir heben dann den Eischnee nur sehr vorsichtig unter diese Creme. Das ist wichtig, denn das verursacht hinterher diesen schönen luftigen Teig. Sodass daraus dann dieser luftige Kuchenboden entsteht, den wir dann in 3 verschiedenen Lagen später für den Kuchen benutzen werden. Sodass der Kuchen am Ende dann so richtig auf der Zunge zergehen wird, wegen seiner leichten Luftigkeit. Währenddessen sollte der Ofen schon mal vorgeheizt werden. Und nachdem wir dann den Eischnee jetzt in 3 Schritten vorsichtig unter die Masse gehoben haben, werden wir dann diese schöne Creme auf ein mit Backpapier ausgelegtes großes Blech geben und darauf gleichmäßig verteilen. Und sobald die Creme dann überall gleichmäßig jetzt hier verteilt wurde auf diesem großen Blech, geben wir dann das Blech in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe bei etwa 175 Grad Celsius und backen das Ganze etwa 10 bis 15 Minuten. In dieser Zeit bereiten wir dann schon mal die Creme vor und dazu geben wir wieder in ein Wasserbad diese Schüssel und fügen dann diese Stevia Schokodrops da rein, wie vorher. Nur diesmal ohne Butter, sondern die werden einfach nur allein geschmolzen und nach etwa 10 bis 15 Minuten ist dann der Kuchenboden auch schon fertig. Ich hatte einmal mit dem Messer reingestochen, das ist natürlich nicht optimal, aber das ist nicht so schlimm, denn hinterher kommt sowieso die Creme auf diesen Boden. Wir lassen jetzt den Kuchenboden auskühlen und in dieser Zeit bereiten wir die Creme vor. Dazu geben wir Sahne hier in eine Schüssel, Biosahne natürlich, etwas Xylit und dann wird jetzt erstmal diese Sahne steif geschlagen. Wichtig allerdings ist, dass die Sahne aus dem Kühlschrank kommen sollte, weil nur dann wird sie wirklich schön steif geschlagen. Und sobald die Sahne fast schon ganz steif ist, also kurz davor, geben wir dann die geschmolzene Schokolade hinzu und auch einen Esslöffel Kaffee und schlagen sie dann zu Ende, bis sie dann komplett steif sein wird. Der Fehler, den ich begangen hatte, ist eben, dass die Sahne bei mir nicht aus dem Kühlschrank kam und deswegen wird die Creme am Ende von der Optik her nicht ganz so schön weich und glatt aussehen, sondern eher etwas rau. So wie hier jetzt zu sehen ist, wäre die Sahne eben kalt gewesen, dann hätte die Creme rein optisch gesehen etwas schöner ausgesehen, aber khair inshallah. Sobald der Kuchenboden dann ausgekühlt ist, legen wir den Boden jetzt umgekehrt vorsichtig auf ein weiteres Backpapier und ziehen dann vorsichtig hier dieses Backpapier ab, damit wir dann dieses ganze Teil in 3 gleichmäßige Teile unterteilen können. Zuerst werden wir die Ecken hier oder die Ränder, die nicht ganz gerade sind, abschneiden.
damit alles schön gerade und gleichmäßig aussieht. Und dann wird dieser Teig jetzt in 3 gleich große Teile unterteilt. Wie hier jetzt zu sehen ist, und dann wird jedes dieser Teile mit einer Lage von der Creme bestrichen. Sobald eine Lage Creme drauf ist, dann kommt wieder eine Lage von diesem Kuchenboden, dann kommt wieder eine Schicht Creme drauf, auf die dann der letzte Boden kommt und der dann mit der letzten Creme bestrichen wird. Wichtig also, dass auch die Creme in 3 Teile aufgeteilt wird. Und sobald das getan ist, werden wir dann ein kleines Stück rohe Bio-Schokolade, die mit Stevia oder Erythrit gesüßt ist, kurz raspeln hier und dann oben drauf streuen. Vorher werden wir aber dann den Kuchen noch in 5 gleich große Stücke unterteilen hier mit dem Messer. Das geht ganz einfach, weil eben dieser Boden so schön luftig ist. Und dann dekorieren wir, wie gesagt, mit den Schokoraspeln und dann würde der Kuchen erstmal in den Kühlschrank kommen für einige Stunden, um abzukühlen. So sieht das Ergebnis übrigens aus. Maschallah, richtig köstlich. Und kurz vor dem Servieren können wir den Kuchen dann mit einigen leckeren Beeren noch verzieren und diesen herrlichen Kuchen dann so servieren. Und so sieht dann das Ergebnis aus, Maschallah. Wie wir sehen, müssen wir auch in der ketogenen Ernährung nicht auf leckere Kuchen und Süßigkeiten verzichten. Und selbst wer sich nicht ketogen ernährt, sollte darüber nachdenken, sich grundsätzlich kohlenhydratärmer zu ernähren, auf Zucker und leere Kohlenhydrate vollkommen verzichten, denn diese sind einfach ein Gift für den Körper und fügen unserer Gesundheit massiven Schaden zu. Und das können wir verhindern, wenn wir uns grundsätzlich kohlenhydratarm ernähren und natürlich auch gesund. Und wie wir sehen, gibt es zur ketogenen Ernährung wirklich wunderschöne Rezepte. Maschallah. Damit ist ein weiteres gesundes Dessertrezept beendet. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.